Wow, das nenne ich doch mal eine wilde und zerklüftete Küste. Und dort wollen wir hin. Tjärö nennt sich diese kleine Insel. Und sie liegt bei dem Ort Järnavik an der schwedischen Südküste. Circa 40 Kilometer von Karlskrona und 20 Kilometer von Karlshamn entfernt. Moin moin, da bin ich wieder, euer Wanderer an tollen Orten. Tja, und heute geht es auf die kleine Insel Tjärö mitten im Blekinge-Archipel. Los geht's. Denn die Fähre, die wartet nicht. Das war das Stichwort und wir befinden uns schon in dem kleinen Hafen in Järnavik. Und hier startet die 15-minütige Passage auf die Insel. Hier am Anleger findet man auch den aktuellen Fährplan der MS Tjärö oder über die unten angegebene Website. Ich hatte mich für die 12 Uhr Fähre entschieden und die müsste jetzt auch gleich auftauchen. Und da kommt er sozusagen um die Ecke, der große weiße Pott. Und noch eine Besonderheit. Einfach einsteigen und die kleine Fahrt genießen. Denn das Ticket wird erst am Ziel auf Tjärö, dort am Kiosk, gelöst. 110 schwedische Kronen beträgt der Fährpreis und das sind etwa 10 Euro für die Hin- und Rückfahrt. Hier passieren wir gerade das Järnavik Naturreservat. Hierzu hatte ich ja bereits einen kleinen Film veröffentlicht. Und noch ein Wort zur Kapazität der Fähre. Eine Reservierung ist nicht erforderlich. Und sollte eine Überfahrt einmal voll sein, ja, dann pendelt die MS Tjärö einfach so lange zwischen Järnavik und der Insel, bis alle Besucher übergesetzt wurden. So, unsere kleine Fahrt nähert sich auch schon dem Ende, denn wir biegen in den Tjäröfjord ein und werden bald von Bord gehen können. Und dort hinten befindet sich auch der Kiosk der Insel. Dort kann man dann sein Ticket erstehen. Das sollte man nicht versäumen, denn sonst kommt man nicht mehr zurück. So, am Restaurant, da gehen wir mal vorbei, denn eine Pause haben wir uns auch nicht verdient. Und so geht es auf die Strecke. Hier kommt der Weg. Die Wanderung ist nur 3,3 Kilometer lang. Das klingt nicht viel, aber man findet immer schöne Stellen zum Verweilen und so geht halt dann die Zeit ins Land. So, es geht los und wir passieren ein paar Häuser, obwohl die Insel als unbewohnt gilt. Wieso das? Des Rätsels Lösung ganz einfach, man kann hier Ferienhäuser mieten. Die Adresse ist unten eingeblendet und befindet sich zudem im Infoteil. Aber keine Angst, es ist beileibe keine riesige Ferienanlage, denn sie besteht lediglich aus 9 historischen Holzhäusern, die sich harmonisch in die Landschaft einfügen. Ja, große Hotel- oder Ferienhausanlagen, die sucht man hier vergeblich. Und genau das macht den besonderen Charme dieser autofreien Schäreninsel aus. Immer wieder findet man auf der Insel diese Trockenmauern. Tjärö muss also in früheren Zeiten bewohnt gewesen sein. Ja, und so ist es auch, denn bis in das frühe 20. Jahrhundert hinein lebten hier mehrere Bauernfamilien. Die Mauern entstanden aus den Steinen, die beim Anlegen der Felder aus dem Boden gelesen wurden. Gleichzeitig dienten sie als Einfriedung für Weiden und als Grundstücksgrenzen und prägen bis heute das historische Landschaftsbild der Insel. Es sind nur noch ein paar Schritte, dann erreicht man diesen tollen Aussichtspunkt.
Und offensichtlich wohl wissend um diese herrliche Aussicht, hat man hier eine Bank mit Tisch aufgestellt. Super. Ja, hier muss man einfach mal einhalten, den Blick genießen und nach der langen Seefahrt eine Stärkung zu sich nehmen. Und weiter geht es. Typisch für die Schärenküste von Blekinge sind die von der Eiszeit glatt geschliffenen Granitfelsen, wie auch an dieser Stelle. Zwischen den hellen Felsflächen wachsen Kiefern und Wacholder, und überall öffnen sich kleine Buchten zur Ostsee. Eine Landschaft, die seit Jahrtausenden vom Inlandeis geformt wurde. Die Insel Thiero selbst ist ein Naturreservat. Dort gelten besondere Schutzbestimmungen für Natur, die Pflanzenwelt und die Landschaft. Dennoch sind in Deutschland Naturschutzgebiete oft stärker reglementiert. In Schweden ist der Zugang meist großzügiger geregelt. Und so gilt, die Insel darf frei erkundet werden. Geschützt sind jedoch Pflanzen, Tiere und die eiszeitlich geformte Felslandschaft. Einfach zusammengefasst kann man sagen, du darfst fast alles genießen, aber nichts beschädigen und niemanden stören. Nun passieren wir eine kleine Sumpf- oder Moorfläche. Oder hier noch besser zutreffend eine Strandwiese, die bei hohem Wasserstand feucht bleibt. Und damit wir keine nassen Füße bekommen, sind diese Bohlen verlegt worden. Immer wieder findet man kleine Aussichtspunkte, an denen man einfach stehen bleiben muss, um den Blick auf die Landschaft zu genießen. Jo, und zudem war es an diesem Tag recht heiß in der Sonne, so dass ein schattiges Plätzchen nicht ungelegen kam. Ja, beständig geht es auf und ab und nun können wir uns die Schärenlandschaft wieder von oben anschauen. Das hat schon etwas. Auch hier auf Thiero erreichen wir ein Gatter. Dies sind keine historischen Relikte, denn auf der Insel gibt es auch heute noch Weidevieh und die Insel wird als Naturreservat aktiv als Weidelandschaft gepflegt. Und so zeigt Thiero eine typisch halboffene Weidelandschaft der schwedischen Schären. Offene Wiesen und Felsflächen wechseln sich mit einzelnen Bäumen, Wacholderbüschen und kleinen Gehölzgruppen ab. Die Beweidung hält diese historische Kulturlandschaft bis heute offen. Auf dem Gatter fiel mir auch noch dieser kleine Wegweiser auf. ARK 56. Was mag das bedeuten? ARK 56, das ist nicht der Name eines einzelnen Wanderweges, sondern es ist ein Netzwerk aus Wander-, Rad-, Kajak- und Bootstouren, das sich durch das gesamte UNESCO-Biosphärenreservat Blekinge Archipel zieht. Und dieses touristische Infopaket gibt es auch als App für das Smartphone. Eine tolle Geschichte. Noch einmal ein schöner Blick von der Ostseite der Insel. Bevor es dann wieder hinuntergeht, und nun befinden wir uns schon am Wendepunkt der Wanderung. Im Königlichen Grundbuch von 1659 wird die Insel erstmals urkundlich erwähnt. Damals mussten die Bewohner ihre Abgaben an die schwedische Krone noch in Naturalien entrichten, unter anderem in Form eines halben Fasses Dorsch. Die
Jahreszahl 1659 ist insofern interessant, als dass bis zum Frieden von Roskilde ein Jahr zuvor die Provinzen Blekinge, Skåne und Åland noch zu Dänemark gehörten. Und so wurde in diesem neuen schwedischen Grundbuch festgehalten, dass Tiere unter anderem ein halbes Fass Dorsch als Naturalabgabe nun an die schwedische Krone zu leisten hatte. Ja, und da kommt wieder ein schönes, schattiges Plätzchen dort an dem Baum. Und in der kleinen Pause erzähle ich etwas über meinen Standort, der nur 15 Bootsminuten entfernt bei Järnavik liegt. So, wir haben uns mal schnell an den Eingang von Järnaviks Camping gebeamt und blicken auf das Rezeptionshäuschen. Und der erste Eindruck ist schon mal positiv, denn alles sieht sehr gepflegt aus. Der Campingplatz liegt ganz am Ende des Örtchens Järnavik und man sieht, er umfasst ein recht großes Areal. Zumindest auf den ersten Blick, denn ich schätze mal, so circa 150 Stellplätze werden zur Verfügung stehen. Also kein riesiger Platz. Im vorderen Bereich des Platzes haben sich meist Festcamper niedergelassen und im mittleren Bereich finden sich dann vermehrt Feriengäste. Und auf dem großen Wiesenbereich am Ende des Platzes befindet sich eine große Zeltwiese, aber auch zum Beispiel ein kleiner Fußballplatz. Die Stellplätze, finde ich, die sind sehr großzügig bemessen. Da hat man also mehr als ausreichend Platz. Zentral im vorderen Bereich gelegen befindet sich der schön angelegte Servicebereich. Mit Grillplatz und vielen Sitzmöglichkeiten. Und der Aufenthaltsraum, der sieht doch sehr schön und gemütlich aus, oder? Was sagt ihr? Und im Übrigen, dies ist keine bezahlte Werbung, sondern ein persönlicher Tipp bzw. eine persönliche Empfehlung meinerseits, damit das auch mal deutlich gesagt ist. Hier der Sanitärbereich, immer tippitoppi sauber. Die Spülküche und die Küche für die Essenszubereitung. Das sieht schon alles toll aus, was mit Sicherheit auch daran liegt, dass sich Järnaviks Camping in Privatbesitz befindet und von Lisa super gemanagt wird. Und so findet man auch diese niedliche Eckchen, die den Campingplatz einfach heimisch machen. Und hier geht es sozusagen zum Außenbereich des Platzes, denn das Restaurant und das Strandbad gehören mit zu Järnaviks Camping. Ja, und da auf der Terrasse, da lässt es sich gut aushalten, würde ich einfach mal so sagen. Ja, Fazit, der Campingplatz liegt in schöner Umgebung und ist sehr gepflegt und sauber. Man macht also nichts verkehrt, Järnaviks Camping zu besuchen. Der Platz ist einfach eine Reise wert. Also, mir hat es hier sehr gut gefallen und so sage ich Tschüss, Järnaviks Camping. So, nun geht es gemächlich weiter, denn es ist ja noch gut Zeit bis zur Abfahrt. Und hier kommen wir wieder an den mächtigen Felsblöcken vorbei, die einst vom Gletscher aus dem Untergrund gelöst, mitgeführt und nach dem Abschmelzen zurückgelassen wurden. Diese gewaltigen Steine verleihen der Schärenlandschaft ihren ursprünglichen und rauen Charakter.
und da kommt sie wieder, die schöne Aussicht über den Hafen. Und es sind ja laut Fahrplan noch 1,5 Stunden Zeit bis zur Abfahrt um 15:45 Uhr. Also Platz nehmen auf der Bank und in Ruhe den Anblick genießen. Naja, und da unten am Anleger, da wartet ja geduldig unsere Fähre, die MS Tierre. Die Insel ist nicht nur von Järnavik aus erreichbar, denn in den Sommermonaten läuft auch eine größere Ausflugsfähre aus Karlshamn die Insel an. Während die kleine MS Tierre die kurze Verbindung vom Festland übernimmt, führt die Fahrt von Karlshamn aus mitten durch die reizvolle Schärenwelt Blekinges. Tja, und dann das. Plötzlich kommt Leben auf dem Anlegesteg auf. Es ist doch erst 14:45 Uhr, eine Stunde vor Abfahrt, und die Fahrgäste eilen zur Fähre. Was soll das? Habe ich etwa den Fahrplan falsch gelesen? Tja, und meine Fähre haut tatsächlich ab. Was nun? Wie komme ich wieder zurück? Etwas panisch hatte ich dann beim Kiosk auf der Insel nachgefragt, was denn nun los sei. Aber die Dame beruhigte mich, es sei halt nur eine Zwischentour der Fähre. Die kommt wieder, sagte sie, alles in Ordnung. Jo, und somit verflog die Sorge, auf der Insel übernachten zu müssen, denn es geht ja nun wieder zurück. Und nach kurzer Zeit erreichen wir schon wieder die Hafeneinfahrt. Und blicken auf die felsige Küste. Das sieht schon echt toll aus. Und wenn man genau hinschaut, es scheint hier auch exponierte Badestellen zu geben, die zugegeben aber nur schwer erreichbar sind. Da muss man schon ein wenig klettern. Järnavik war schon im Mittelalter ein bedeutender kleiner Naturhafen an der Blekingeküste. Die geschützte Lage zwischen den Schären bot Schiffen sicheren Schutz vor Wind und Seegang. Besonders für die Bewohner der umliegenden Inseln war Järnavik lange Zeit das wichtigste Tor zum Festland. Mit dem Ausbau größerer Häfen verlor der Ort später an wirtschaftlicher Bedeutung. Doch der historische Hafencharakter, der ist bis heute erhalten geblieben. Und so endet hier unsere kleine Schiffsreise und die Wanderung auf der wunderschönen Insel Tierre im Blekinge-Archipel. Ich hoffe, es hat euch gefallen und nicht wegklicken, nun folgt noch ein interessanter Reisetipp. Und hier der Reisetipp. Warum nicht mal mit der Nachtfähre von Świnoujście in Polen nach Ystad in Schweden fahren? Das hat auch einige Vorteile. So beträgt die Anfahrt ab dem Berliner Ring nach Świnoujście nur 225 Kilometer auf verkehrsärmeren Autobahnen. Also recht entspanntes Fahren ist angesagt. So hat man den ganzen Tag Zeit für die Anfahrt zur Fähre und ist dann früh am Morgen in Ystad und kann in Ruhe sein Ziel ansteuern. Und auf der Rücktour hat man auch noch gut Zeit, bis die Fähre dann ablegt. Daher mein Tipp für die Rückreise. Plant vor der Abfahrt der Nachtfähre noch einen Stopp bei Ales Stena ein. Das gewaltige Steinschiff hoch über der Steilküste ist einer der schönsten Orte in Skåne. Ales Stena zählt zu den größten Schiffssetzungen Skandinaviens
Ob sie einst als Grabstätte oder als kultischer Versammlungsort diente, das ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Die Anlage besteht aus 59 Steinen und ist rund 67 Meter lang und bilden den Umriss eines Schiffes. Es ist eines der eindrucksvollsten prähistorischen Monumente Skandinaviens. Und keine 100 Schritte von der Schiffssetzung entfernt lässt man sich auf dem Steilufer nieder und blickt auf die Weite der See. Und im Sommer ist es ja lange hell, da ist immer noch Zeit auf dem Weg von Käseberga nach Istra, nur wenige Kilometer vor dem Fährhafen, den feinen Sandstrand in der Abendsonne zu genießen. Ein toller Schlusspunkt für euren Schwedenurlaub. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö.